Meine Freunde, KobeBjoern ist am Start, heute mit dem Spielbericht für Game 3 zwischen den Houston Rockets und den Minnesota Timberwolves, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in meinen ersten beiden Videos über diese Serie gesagt habe, dass ich überhaupt nicht sehe, dass die Timberwolves ein Spiel in dieser Serie gewinnen könnten. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn das erste Spiel in Minnesota stattfindet, wenn die Stadt nach, wie viele Jahre hatten sie keine Playoffs? Ich glaube 14 oder 15 Jahre keine Playoffs. Wenn sie nach all der Zeit mit ihrer kompletten Energie da reinkommen, wenn die Wolves verdammt starke Defense spielen, wenn die Rockets überhaupt nichts treffen und wenn bei den Wolves im Gegensatz dazu auch noch alles vorne fällt, dann haben sie eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Und genau das ist letztendlich passiert. Also die Wolves gewinnen Spiel 3, damit steht die Serie 2:1 und nicht 3:0, was einen riesen Unterschied macht. Und das ist auch der Grund, warum warum die Dreierspiele immer so wichtig sind. Denn 3:0 heißt praktisch, okay, du kannst nach Hause gehen, und 2:1 heißt, ey, wir sind total in der Serie. Ich habe es gerade angesprochen, es war wirklich so, also bei den Timberwolves lief halt wirklich alles, außer Karl Anthony Towns, über den ich gleich noch sprechen will. Also Jimmy Butler ist abgegangen, obwohl er sich zweimal ist er richtig mies umgeknickt, kam trotzdem beide Male zurück, hat weitergemacht. Jeff Teague hat ein geiles Spiel gemacht, Taj Gibson, Derrick Rose war wieder saustark von der Bank, irgendeinen vergesse ich gerade, Jamal Crawford wie immer. Aber irgendein Timberwolves-Spieler vergesse ich gerade. Aber jedenfalls, also die haben vorne einfach gut gespielt, und wirklich an der Stelle muss ich sagen und loben, die Defense der Timberwolves mit einer der besten Defense-Leistungen, die ich in diesen Playoffs gesehen habe. Ich habe selten ein Team so stark, so effektiv verteidigen sehen. Es war wirklich beeindruckend. Es war einfach nur beeindruckend zu sehen, dass Houston einfach in keinen Lauf kam, dass keine Würfe fallen wollten, dass die Drives zum Korb zugemacht wurden. Also klar, es gab immer mal einen Drive, ne? Klar gibt's immer mal einen Dreier, klar gibt's immer mal einen Midranger. Aber es ist nicht so, dass das beständig war, und es ist nicht so, als ob die Rockets gemacht haben, was sie wollten. Der Einzige, der nach wie vor eigentlich macht, was er will, ist James Harden. Also der kommt immer in die Zone, der kommt immer dahin, wo er will. Aber es liegt halt auch daran, dass er einfach fucking einer der besten Offensivspieler aller Zeiten ist mittlerweile, und den hältst du halt nicht so einfach auf. Aber trotzdem, der Defense-Plan von den Timberwolves funktioniert super, und dazu dann halt noch vorne alles getroffen, und dazu die Energie von der Crowd und dieses ganze Feeling, so wow, das erste Playoff-Spiel 2014, seit 2004, so seit 14 Jahren das erste Spiel. Haben sie sich verdient, wirklich. Was mich krass, oder was eine krasse Statistik war, die haben gerade beim League Pass eingeblendet am Ende, wie viel Dreier die Rockets getroffen haben und die Timberwolves, und beide haben 15 Dreier getroffen. Das Problem ist nur, ich glaube, die Timberwolves haben 25 genommen oder vielleicht 30, und die Rockets hatten über 40. Also deren Dreierquote kannst du halt voll vergessen, 41 und 15 getroffen, und bei den anderen bei den Wolves war es halt wesentlich besser. Und das habe ich auch schon gesagt in anderen Videos. Ich glaube, dass Houston echt ein Problem bekommt, wenn Teams kommen, also jetzt dann in den folgenden Runden, wenn da Teams stehen, die ihnen den Dreier wegnehmen oder zumindest zumachen, und sie überlegen müssen, was sie jetzt machen. Gehen sie jetzt auf Midranger, weil das kann so gut wie keiner außer Chris Paul und Harden wahrscheinlich. Spielen sie jetzt viel über Capella, der mir saugut gefällt. Also Clint Capella ist ein absolutes Biest. Athletisch, super schnell, super gute Instinkte in der Defense und in der Offense, gefällt mir sehr gut. Aber die Frage ist, was macht Houston? Was macht Houston, wenn man ihnen den Dreier wegnimmt? Und da bin ich extrem drauf gespannt, denn jedes Mal habe ich bisher gesehen, wenn ihnen der Dreier weggenommen wird und wenn der Dreier mal nicht fällt, dann haben sie nicht wirklich, Ideen. Und das war, glaube ich, in Spiel 2 oder in Spiel 1 war das schon mal so. Und dann war es aber so, dass der eine von den Rockets, James Harden nämlich, einfach überdurchschnittlich getroffen hat und einfach das ganze vierte Viertel übernommen hat. Aber das kann ja auch nicht immer passieren, und dann kommen da ja auch andere Defensive-Spieler, die ihn vielleicht aus dem Spiel nehmen. Also da bin ich sehr drauf gespannt.
wie die Rockets das letztendlich handeln werden, wenn der Dreier mal nicht fällt. Auf Seiten der Timberwolves muss ich sagen, das war heute ein cooler Sieg und sie haben sich den verdient und die Power war da und alles super. Aber there's no chance, dass sie diese Serie gewinnen. No chance, dass sie überhaupt noch ein Spiel gewinnen. Ich sehe es überhaupt nicht. Und das große Problem bei den Wolves ist einfach Karl Anthony Towns. Also der Junge wird so komplett aus dieser Serie rausgehalten von den Big Men bei den Rockets. Also sei es Capella, der einen guten Job gegen ihn macht, aber Alter, meine Stimme ist echt ein bisschen weg. Also Capella macht einen guten Job gegen ihn, aber wer vor allem alles zerstört, ist Nene. Also wenn Nene auf dem Feld ist, kannst du Karl Anthony Towns eigentlich gleich auswechseln. Der bekommt keinen Rebound, der bekommt keinen Ball im Post, der trifft keinen Wurf. Also Karl Anthony Towns wirkt auf mich wirklich in dieser Serie einfach überfordert und das ist sehr, sehr schade. Es zeigt aber auch, dass diese Jungs halt, vor allem diese Rookies, zweites, drittes, viertes Jahr vielleicht noch, die sind so verdammt jung. Also ich glaube, Cat hat vor ein paar Monaten, hat er doch erst ein Bild gepostet und hat drüber geschrieben, so ja, Happy College Graduation oder sowas. Also der wäre ja jetzt gerade erst mit dem College fertig. Das heißt, der ist 22, 23 Jahre alt. Das ist verdammt jung. Also wir denken immer als Fans oder man vergisst es immer schnell so, ja, das sind doch diese Profi-Basketballspieler. Der ist fucking 22, 23 Jahre alt und spielt den ganzen Abend danach PUBG und Fortnite und streamt mit Ben Simmons und muss dann am nächsten Tag ein Playoff-Spiel spielen. Und ja, ich will einfach nur sagen, es gibt eine mentale Blockade und ich finde, dass die bei Karl Anthony Towns gerade ein bisschen präsent ist, denn er liefert einfach nichts. Er liefert absolut nichts und ich sehe nicht, wie er noch in diese Serie reinkommen soll. Auf der anderen Seite Jimmy Butler, Wiggins habe ich vorhin vergessen. Wiggins hat ein geiles Spiel gemacht. So, habe ich in den ersten 2 Spielen auch kritisiert, aber Wiggins hat heute gut gespielt und das wollte ich nochmal erwähnen. Ja, und das ist ziemlich meine Einschätzung. Also Wolves gewonnen. Ich sehe aber nicht, dass sie noch eins gewinnen. Seht ihr das anders? Meint ihr, die Wolves sind jetzt zurück in der Serie und können da wirklich vielleicht für Aufruhr sorgen? Oder war das jetzt einfach, so wie ich es sage, wirklich nur so ein Hype-Sieg und die ganze Stadt war am Start und deswegen haben sich alle gefreut und so wurde gewonnen? Sagt mir da gerne mal Bescheid und sagt mir auch, was ihr denkt, was das Problem bei Karl Anthony Towns ist, weil mich das interessiert und ich den noch nicht so lange verfolge. Deshalb sagt ihr es mir gerne, wenn ihr länger Fan von ihm seid. Und ja, vielen Dank, wie immer fürs Zuschauen, Männer. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.